Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Entwicklertagebuch. Hallo und herzlich willkommen zu Miniger Bubble. So, es gab wieder mal ein paar Updates und die wollte ich euch jetzt mal zeigen. Für alle, die jetzt schon Beta-Tester sind, herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Ihr habt das Update jetzt schon bekommen und wir gehen jetzt mal in den Splitscreen-Modus. Das ist immer noch der Modus, der am meisten oder am weitesten ausgebaut ist. So, und da ist schon die erste Neuerung. Wir können jetzt einstellen, wie lange wir spielen wollen. Da läuft dann so ein Timer ab und je nachdem, wer am Ende also wenn der Timer abgelaufen ist, am meisten Punkte hat, der hat dann gewonnen. So, da gehen wir mal rein ins Spiel. Hier wird uns nochmal ganz kurz gezeigt, wie wir denn spielen müssen. So, auf dem PC läuft es natürlich jetzt wieder super. Da ist die Kugel ein bisschen träge, die ist normalerweise nicht so träge. Das läuft auf der Xbox deutlich besser, aber das liegt auch daran, dass wir immer noch die Performance-Optimierung noch nicht gemacht haben. Das kommt alles noch. Deshalb läuft der Timer, glaube ich. Ja, der Timer doch, das müsste passen mit den Sekunden. Das stimmt schon. So, und oben seht ihr jetzt schon, wie gesagt, der Timer, der da oben läuft. Und natürlich auch, dass wir ein paar mehr Fallen jetzt drin haben. Die Bilder sind vielleicht noch nicht ganz so optimal, aber sie sind halt eben jetzt schon mal drin. Die Tastenbelegung könnt ihr auf games.meinika.de sehen. Dort steht einmal drin, wie das alles funktioniert. Ein paar Fallen habe ich euch ja im letzten Video schon mal gezeigt. Die Meteoriten, die wir da oben haben und die Bombe, die wir legen können. Und da ist jetzt noch das Auffressen dazu gekommen. Da, wenn ihr da dicht genug am Gegner seid, könnt ihr den Gegner auffressen. Und ihm so Punkte klauen. So, das kann ich euch jetzt nochmal zeigen, wenn wir jetzt ein bisschen dichter rangehen. Zeigt euch das Spiel auch, weil ihr ja einen Knopf drücken müsst, wenn ihr dicht genug seid, um den auffressen zu können. So, seht ihr das? Da oben kommt dann so ein Zeichen. Dadurch, dass ich jetzt schon ein bisschen größer bin, habe ich den Vorteil, dass es bei mir früher kommt als bei dem anderen. So, aber wir gehen jetzt nochmal ganz kurz ein Stückchen weg, weil wir haben noch eine Sache, die wirklich ganz cool ist, die aber im Moment vielleicht noch ein bisschen overpowered ist. So, das ist nämlich der sogenannte Snapper, so haben wir ihn zumindest genannt. Den können wir losschicken und der sucht sich dann den Gegner aus und alles, was er unterwegs einsammelt an Punkten, das nimmt er mit und sammelt praktisch dann Punkte für uns und er klaut halt eben auch vom Gegner die Punkte. Jetzt hat natürlich unser Gegner gerade keine Punkte, deshalb hat er da jetzt auch nicht viel klauen können, aber prinzipiell klaut er da schon welche. Es sei denn natürlich, er rollt über eine Falle. Dann wird er auch zerstört. Das ist natürlich ein bisschen problematisch, weil der uns ja auch ein bisschen was kostet. Und ich versuche gerade mal unseren Gegner ein bisschen auf die Punkte zu schubsen. Kriegen wir es hin? Kriegen wir es hin? Na, roll schon los. Der ist ja wie ein Stein. Ich habe nicht genug Schwung. So, jetzt hat der Gegner zumindest schon mal einen Punkt gesammelt. Hat ein bisschen aufgeholt auf uns. Ja, wie gesagt, das ist also der Snapper, der jetzt neu dazugekommen ist. Und wie gesagt, die Timer-Funktion natürlich, dass das Spiel auch mal ein Ende hat, weil in der vorherigen Version konntet ihr ja bis Open End spielen. Ja, das ist jetzt übrigens die Version 0.1.5. Und da gibt es natürlich jetzt auch noch ein paar mehr Pläne, was wir machen wollen. Ich schicke nochmal ganz kurz den Snapper los. Wenn er denn losfährt, da, los geht's. Jetzt ist er unterwegs zum Gegner. Wir sehen ihn jetzt nicht mehr, aber wir hören es klackern. Er hat jetzt Punkte gesammelt, aber ich habe auch eine Explosion gehört. Das bedeutet, der hat sich wohl selbst zerstört. Nicht selbst zerstört, aber er ist irgendwo über eine Bombe gekommen. Und ja. Das ist dann immer ein bisschen blöd, weil wie gesagt, er kostet uns auch Punkte. Da muss er natürlich auch ein paar Punkte für uns sammeln. Und ansonsten klaut er dem Gegner dann halt eben auch nochmal Punkte. Wenn er dann den Gegner erreicht, dann klaut er die Punkte und macht sich dann wieder auf den Rückweg und sammelt so nochmal Punkte für uns. Ja, das war so das Neueste, was wir jetzt hier im Spiel selber drin haben. Eine Sache wollte ich euch halt eben jetzt noch zeigen. Falls ihr jetzt Lust habt und sagt, hey, ich möchte das Spiel auch gerne mal probieren. Ihr bekommt von uns einen Gratis-Key, wenn ihr was da mal beenden können. So, wenn ihr hier auf games.meinika.de geht,
dann landet ihr hier. Hier gibt es ein paar Informationen zu uns und auch zu dem Spiel. Hier könnt ihr auch den Service fragen, wenn irgendwas nicht stimmt. Oder hier halt eben auch ins Forum schreiben. Hier gibt es so eine Übersicht über unsere Games und so. Und hier steht der Punkt Beta-Tester gesucht. Da könnt ihr einfach drauf gehen. Und dann steht hier nochmal ganz kurz zusammengefasst, was ihr braucht. Ihr braucht entweder eine Xbox One oder einen PC mit Windows 10. Das ist egal. Und ihr braucht ein bisschen Zeit, um das Spiel zu testen. Wir können euch leider da kein Geld bezahlen dafür, dass ihr das testet. Aber ihr, wie gesagt, ihr bekommt halt eben den Game Key umsonst. Und da schickt ihr uns entweder eine E-Mail an bewerbung@meinika.de oder ihr macht hier unten einfach ein neues Ticket auf. So, tragt hier einmal eure E-Mail-Adresse ein. So, euren Namen. Und dann geht ihr hier auf Hilfethema und sagt hier Beta-Tester werden. Thema Beta-Tester. Ich möchte euer Spiel testen. Punkt. So, dann hier unten nochmal den Capture-Code eingeben. E04B0 und sagt dann Ticket eröffnen. Das dauert dann einen kleinen Moment und schon habt ihr euer Support-Ticket eröffnet. Hier gibt es auch so eine Ticketnummer. Da könnt ihr dann gucken, wie der Stand ist. Also Ticketstatus überprüfen könnt ihr hier machen. Tippt da einmal eure E-Mail-Adresse ein und dann halt eben diese Ticketnummer. Die bekommt ihr aber auch nochmal per E-Mail zugeschickt. Ja, jetzt ist auch nochmal der Link nochmal hingeschickt worden. Okay, ich dachte, man kann das direkt abrufen, aber okay. Nicht so schlimm. Wie gesagt, also es geht eigentlich relativ zügig, da bekommt ihr dann den Key per E-Mail zugeschickt. So, und dann könnt ihr hier halt eben auch nochmal bei Games draufgehen und hier bei Meinika Bubble findet ihr hier die Patch Notes, was jetzt in der letzten Zeit sich geändert hat, die Tastenbelegung und natürlich auch die Videos und Bilder noch nicht, aber Videos. Und hier ist auch so eine To-Do-Liste, was jetzt alles noch kommen soll, was wir jetzt gerade testen und was schon so abgeschlossen ist. Wenn wir jetzt hier auf die Tastenbelegung gehen, sehen wir übrigens nicht nur hier die Xbox-Tastenbelegung, die auch noch nicht endgültig ist, sondern wir sehen hier auch die Tastatur-Tastenbelegung, wo ihr welche Falle wann drücken könnt oder wo ihr welche Falle drücken könnt und was diese Fallen überhaupt auslösen, was diese Symbole bedeuten. Das steht hier alles auf der Internetseite, wie gesagt, games.meinika.de und die verlinke ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung. So, dann das war's von mir jetzt erstmal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, euch dann vielleicht auch bald mal als Beta-Tester bei uns zu sehen. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, abonniert wie immer unseren Kanal. Und wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen da. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, euer David von meinika.de.